Willkommen zur Vorstellung der MDA-Version 864. Mein Name ist Matthias Gekeler. Bei ETAS bin ich der für den MDA zuständige Produktmanager. In diesem Video möchte ich Ihnen die hier genannten Verbesserungen und Erweiterungen vorstellen. Unterhalb des Videos finden Sie Einsprungmarken, mit denen Sie direkt zu den einzelnen Themen gelangen können. Ich beginne mit einer Erweiterung beim Ersetzen von Messdateien. Beim Ersetzen von Messdateien muss MDA die in der Konfiguration ausgewählten Signale eindeutig in der neuen Messdatei identifizieren. Die hierfür angewandten Kriterien wurden mit MDA Version 864 überarbeitet und erweitert. Zur Veranschaulichung habe ich einige Messdateien vorbereitet. Zum Ersetzen von Messdateien können Sie nun auch Drag and Drop direkt aus dem Windows Explorer nutzen. In meinen Messdateien habe ich für die Geräteinformation einige ETAS-Standorte oder berühmte Berge gewählt. Beim Ersetzen sucht MDA in der neuen Messdatei nach Signalen mit dem identischen Namen. Allerdings müssen zusätzlich Metainformationen wie die Angaben zum Messgerät oder zum Steuergerät, das heißt der ECU, passen oder eindeutig ersetzbar sein. In meinem ersten Beispiel konnten die Signale weitgehend zugeordnet und daher auch direkt ersetzt werden. Im Idealfall ist die Kombination in Originaldatei und neuer Messdatei identisch. Dies wird als perfekter Match bezeichnet. Lassen sich Signale jedoch nicht eindeutig zuordnen, verbleiben diese im sogenannten No-Match-Zustand in der Konfiguration. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die neue Datei das Signal nicht oder aber mehrfach enthält. Dann können Sie als Anwender immer noch einen manuellen Austausch durchführen. Schauen wir uns das Verhalten mit der zweiten Beispieldatei an. Hier sind zwar weiterhin zwei Geräte vorhanden, aber MDA kann diese nicht eindeutig zuweisen. Daher erscheint ein neuer Dialog, in dem Sie Zuordnungen vornehmen können. In der Liste links stehen die Geräte, die in der neuen Messdatei verfügbar sind. In der Tabelle rechts sind die Geräte aufgeführt, von denen die Signale aus der vorherigen Datei stammen. Streng genommen handelt es sich nicht um die Geräte allein, sondern um die Kombination von ECU und Gerät. Um eine Zuordnung vorzunehmen, ziehen Sie einen Eintrag aus der Liste links per Drag and Drop auf die Zeile des Eintrags auf der rechten Seite. Falls eine Korrektur nötig ist, reicht es, den betreffenden Eintrag auf die richtige Zeile zu ziehen. Das Ersetzen-Symbol zwischen den Einträgen deutet bereits an, dass MDA diese Information beim Ersetzen der Signale nutzen wird. Der neue Dialog unterstützt einen zusätzlichen Anwendungsfall. Geht es um Messdateien, die mehrere Sätze von gleichnamigen Signalen enthalten, so führte das in der Vergangenheit zu zahlreichen Signalen im No-Match-Zustand. Mit MDA Version 864 können Sie als Anwender nun die Zuordnung manuell vorgeben. Dabei kann es vorkommen, dass in der linken Spalte mehr Einträge stehen, als es rechts gibt. Das Pluszeichen vor dem Eintrag zeigt bereits an, dass die zugehörigen Signale im Variablen Explorer als bisher nicht verwendete Signale angezeigt werden. Diese lassen sich wie üblich auswählen und einem Instrument zuweisen. Hier ist noch einmal gut zu erkennen, dass in der Messdatei zwei Sätze von gleichnamigen Signalen, die aber von unterschiedlichen Geräten stammen, enthalten sind. Umgekehrt gibt es auch den Fall, dass es in der neuen Messdatei weniger Geräte gibt als in der vorhergehenden Messdatei. Nach der Zuordnung verbleiben somit rechts Einträge ohne Gegenpart. Das bedeutet, dass die zugehörigen Signale nicht ersetzt werden können und zu No-Match-Signalen werden. In meinem letzten Beispiel konnte MDA ein Gerät bereits eindeutig zuordnen. Diese Zuweisung wird automatisch angezeigt. Hierbei handelt es sich um einen perfekten Match. In diesem Fall verhindert MDA jede andere Zuweisung, weil es mit der aktuellen Implementierung ansonsten zu Konflikten in den Signalzuweisungen kommen würde. Zudem sehen Sie in diesem Beispiel auch, dass die Angabe der ECU im Dialog nicht immer erscheint, sondern nur, wenn diese unterschiedlich sind. Erlauben Sie mir noch eine Anmerkung zum aktuellen Stand. Der neue Dialog ist bewusst einfach gehalten. Dies ist ein erster Ansatz, der wahrscheinlich noch nicht alle in der Praxis relevanten Fälle abdeckt.
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie konkrete Beispiele haben, die noch nicht zufriedenstellend unterstützt werden. Dies gibt uns die Möglichkeit, den Mapping-Dialog in zukünftigen MDA-Versionen zu erweitern, um damit auch komplexere Aufgaben abdecken zu können. Nun geht es um eine wesentliche Funktionserweiterung für Berechnungen im MDA. Schon seit längerem können im MDA 8 berechnete Signale angelegt werden. Bei diesen müssen Sie als Anwender die Berechnungsformel kennen und selbst eingeben. Mit MDA-Version 8.6.4 liefern wir erstmals auch eine vordefinierte Berechnung aus. Diese finden Sie auf dem neuen Funktionen-Tab neben dem bekannten Fenster für die berechneten Signale. Die Struktur und die Bedienung ist ähnlich wie bei den berechneten Signalen. Zunächst erstellen Sie einen neuen Eintrag für eine sogenannte Instanz. Dieser geben Sie einen für Sie aussagekräftigen Namen. Als nächstes wählen Sie eine vordefinierte Berechnung aus dem Auswahlfeld aus. Momentan finden Sie dort lediglich einen ersten Eintrag. In den kommenden MDA-Versionen werden wir nach und nach weitere Berechnungen unterstützen. Der wesentliche Vorteil ist, dass Sie keine Formel definieren müssen. Vielmehr brauchen Sie nur die notwendigen Inputsignale zuzuweisen. Basierend auf den Messdaten der Inputsignale und der hinterlegten Berechnungsformel werden die Ausgabegrößen berechnet. Wie Sie sehen, können dies auch mehrere sein. Nach dem Speichern der vollständig angelegten Instanz stehen Ihnen die Ausgabegrößen im Variablen Explorer zur Verfügung. Um die Signale eindeutig zu machen, beinhaltet der Signalname zusätzlich den Namen der Instanz. Zur klaren Unterscheidung von berechneten Signalen ist für das Gerät Function eingetragen. Die Signale lassen sich wie gewöhnliche Messsignale oder berechnete Signale weiterverwenden. Neben den von ETAS vordefinierten Berechnungen können Sie auch eigene Berechnungsfunktionen einbinden. Es werden sogenannte Functional Mockup Units, kurz FMUs, gemäß dem FMI-Standard Version 2 unterstützt. Die entsprechende FMU-Datei muss in einem bestimmten Ordner abgelegt sein. Weitere Einzelheiten hierzu sowie bestehende Begrenzungen entnehmen Sie bitte den Release Notes. Aktuell unterstützt MDA im Wesentlichen FMUs, die mit ASCII Version 5.8 oder höher erstellt wurden. Momentan muss MDA nach dem Hinzufügen einer neuen FMU-Datei neu gestartet werden. Dies wird ab der kommenden Version nicht mehr notwendig sein. Anschließend wird die Funktion aus der FMU-Datei in der Auswahlliste angeboten. Die Namen der Funktion sowie weitere Angaben liest MDA aus der XML-Datei Model Description aus. Auf den Inhalt dieser Datei hat MDA keinen Einfluss. Das Zuweisen der Inputsignale geschieht wie bei den vordefinierten Berechnungen. Anschließend erscheinen auch die mit der Funktion berechneten Ausgabegrößen im Variablen Explorer. Bitte betrachten Sie den aktuellen Stand als ersten Schritt. Wir wollen Ihnen damit Gelegenheit geben, den Ansatz kennenzulernen und auszuprobieren. Um die Funktion in nachfolgenden MDA-Versionen abzurunden, sind uns Ihre Anmerkungen und Anregungen willkommen. Als nächstes darf ich Ihnen die Unterstützung weiterer Formatversionen für Labeldateien vorstellen. Labeldateien sind einfache Textdateien, in denen Signalnamen und einige wenige Metainformationen transportiert werden können. Sie eignen sich, um beispielsweise bei der Variablenauswahl in INCA oder MDA schnell die in der Labeldatei aufgeführten Variablen herauszufiltern. Im Konfigurationsmanager des MDA können Sie gezielt Labeldateien für Instrumente, Ebenen oder die gesamte Konfiguration erzeugen. Hierzu wählen Sie den betreffenden Knoten und öffnen über das Kontextmenü den Eintrag Labeldatei erzeugen. Dort stehen Ihnen ab MDA Version 8.6.4 zusätzlich die Formatversionen 1.2 sowie 1.3 zur Auswahl. Die Labeldateiformate bauen aufeinander auf. Das heißt, die Möglichkeiten des vorhergehenden Formats werden auch im nachfolgenden Format unterstützt. Während das Labelformat Version 1.0 lediglich Variablennamen unterstützt, ergänzen die nachfolgenden Formate diese einfache Liste um weitere Metainformationen. Bei Version 1.1 sind dies Rasterinformationen. Mit Version 1.2 kam die Unterstützung von sogenannten Key-Variable-Listen hinzu.
Version 1.3 schreibt zudem die Geräteinformation in die Datei. Außerdem gibt es in der Label-Datei Sektionen für Messgrößen, Verstellgrößen, Funktionen und Gruppen. Verständlicherweise können die betreffenden Angaben nur dann in die Label-Datei geschrieben werden, sofern diese dem MDA beispielsweise aus der Messdatei bekannt sind. In meinem Beispiel habe ich lediglich einige Messgrößen exportiert. Für diese gab es in der Messdatei Angaben zu Rastern, Geräten und Funktionen. Schauen wir uns die Nutzung dieser Label-Datei als Filter bei der Variablenauswahl in INCA an. Nach dem Einlesen der Label-Datei werden direkt nur noch die Variablen angezeigt, bei denen sowohl der Signalname als auch das Gerät zu den Angaben in der Label-Datei passen. Auch in MDA können Label-Dateien zum Filtern im Variablen-Explorer verwendet werden. Label-Dateien lassen sich der Konfiguration wie andere Dateiformate hinzufügen. Sie erscheinen im Datei-Explorer unter einem separaten Knoten. Im Variablen-Explorer gibt es bei den Filtern eine eigene Kategorie für Label-Dateien. Wie üblich können Sie die Label-Datei als Filter durch Anklicken der Checkbox aktivieren. Wie Sie sehen, verwendet MDA lediglich den Namen als Filterkriterium. Sie können jedoch problemlos den Filter der Label-Datei mit der Filterkategorie Gerät kombinieren. Hierdurch reduziert sich die Liste der Signale auf diejenigen, welche sowohl in der Label-Datei stehen, als auch von einem bestimmten Gerät stammen. Beim nun folgenden Thema handelt es sich um eine Erweiterung beim Schreiben von ASCII-basierten Messdateien. Mit MDA Version 8.6.4 wurde eine weitere Option eingeführt. Mit dieser kann eine separate Zeile für die Geräteinformation zu jedem Signal aktiviert werden. Diese Option ist insbesondere im Zusammenspiel mit der Option für das Format des Signalnamens sinnvoll nutzbar. Die neue Option ist bereits in der mit dem MDA installierten INI-Datei für das MRF-Format voreingestellt. Selbstverständlich können Sie diese Option auch in den INI-Dateien für andere textuelle Messdateiformate einfügen. Die Option gilt sowohl beim Lesen, das heißt beim Interpretieren einer vorhandenen Messdatei, als auch beim Schreiben einer neuen Messdatei. Meine Beispieldatei habe ich bereits in Excel geladen. Wie Sie sehen, werden bei üblichen Messsignalen die Geräteinformationen übernommen. Bei berechneten Signalen bleibt das zugehörige Feld leer. Und bei den Signalen, die mittels der neuen Berechnungsfunktion im MDA berechnet wurden, ist zur Unterscheidung von den gewöhnlichen berechneten Signalen die Angabe Function eingetragen. Eine kleine Verbesserung im Verhalten des MDA bietet eine gute Gelegenheit, etwas ausführlicher auf invalide Messwerte einzugehen. Wenn Sie sich den hier gezeigten Signalverlauf anschauen, werden Sie vermutlich etwas verwundert sein. Insbesondere wenn Sie etwas tiefer in die Messdaten hineinzoomen, könnten Sie meinen, die Datenanzeige im MDA 8 sei nicht verlässlich. Dies ist mitnichten der Fall. Vielmehr handelt es sich um eine besondere Situation, in der der MDA weiterhin so gut wie möglich zuverlässige Daten anzeigt. Schauen wir uns die Sache näher an. Zunächst einmal sehen Sie links unten im Oszilloskop den Hinweis, dass zum Zeichnen der Signalkurve nur reduzierte Daten verwendet werden. Dies bedeutet, dass das Oszilloskop lediglich die zum Zeichnen der Signalkurve notwendigen Messwerte erfährt. Hierdurch können die Signalkurven deutlich schneller gezeichnet werden. Je tiefer Sie in die Messdaten hineinzoomen, umso weniger Messwerte fallen auf einer Pixelspalte zusammen. Sobald der Hinweis auf reduzierte Daten verschwindet, können alle Messwerte im Oszilloskop aufgelöst und im Normalfall auch gezeichnet werden. In meinem Beispiel handelt es sich jedoch nicht um den Normalfall. Vielmehr sind in der Messdatei zahlreiche Messwerte als ungültig markiert. Seit der MDF-Format-Version 4 gibt es ein entsprechendes Invalid-Flag. Dieses wird beim Aufzeichnen der Messdatei genutzt, um eventuelle Unregelmäßigkeiten bei einzelnen Messwerten zu markieren. Invalide Messwerte werden beim Zeichnen ignoriert, denn an welcher Stelle sollte ein solcher Wert korrekt eingezeichnet werden?
Zudem bewirkt ein einzelner invalider Messwert, dass alle auf dem gleichen Pixel befindlichen Messwerte ebenfalls nicht gezeichnet werden. Ansonsten könnten Sie nicht erkennen, dass es invalide Messwerte gibt. Der Kurvenverlauf im Oszilloskop basiert also ausschließlich auf gültigen Messwerten und erlaubt gleichzeitig, dass Stellen mit invaliden Messwerten erkannt werden können. Eine weitere Besonderheit von invaliden Messwerten ist, dass auch das Ergebnis einer Berechnung invalide wird. Insbesondere bei Berechnungen über einen Zeitbereich, wie der Mittelwertberechnung oder ähnlichem, genügt wiederum ein einzelner invalider Messwert, um das gesamte Rechenergebnis als invalide zu markieren. Dementsprechend wird dann ab dem ersten invaliden Eingangsmesswert auch für das berechnete Signal im Oszilloskop keine Signalkurve mehr gezeichnet. Andererseits erlauben es Ihnen die berechneten Signale, diesen Sonderfall gezielt zu beheben. Die einfachste Methode ist sicherlich, die Invalid-Markierung komplett zu ignorieren. Ob dies sinnvoll ist, müssen Sie selbst entscheiden, denn vermutlich wurde das Invalid Flag nicht leichtfertig gesetzt. Meiner Meinung nach ist der bessere Ansatz, die invaliden Messwerte als nicht vorhanden zu markieren. Ein solches zusätzliches No-Value-Flag kann im MDA gezielt für die Messwerte mit Invalid Flag gesetzt werden. Jedoch sind auch die als nicht vorhanden markierten Messwerte zunächst im invaliden Zustand, aber das Invalid Flag lässt sich ja einfach ignorieren. Letztlich ergibt sich dadurch ein Signal mit entweder gültigen Messwerten oder aber Lücken an den Stellen, wo zuvor invalide Messwerte waren. Ein nicht vorhandener Messwert ergibt zwar ebenfalls Lücken in der Signalkurve, aber nur in der Detailansicht. Andere auf dem gleichen Pixel vorhandene Messwerte werden dennoch gezeichnet. Auch für Berechnungen hat das No-Value-Flag keine negative Auswirkung. Es wird einfach der vorhergehende gültige Messwert übernommen. Hierdurch sind auch Berechnungen über Zeitbereiche hinweg wieder möglich. Lassen Sie mich abschließend noch kurz die Neuerung in MDA-Version 8.6.4 erwähnen. Invalide Messwerte sollten in Ihren Aufzeichnungen die Ausnahme sein. Dennoch können solche Fälle gerade zu Beginn einer Messung auftreten, wenn beispielsweise noch nicht alle Messgeräte Daten erfasst haben. Mit MDA-Version 8.6.4 werden diese anfänglichen invaliden Messwerte automatisch als nicht vorhanden interpretiert, vorausgesetzt, dass für das Signal wenigstens ein gültiger Messwert zu einem späteren Zeitpunkt vorhanden ist. Schließlich möchte ich noch eine Verbesserung demonstrieren, wenn für Ihre Signale über weite Zeitbereiche keine Daten vorhanden sind. Wie im vorhergehenden Abschnitt erläutert, nutzt MDA beim Zeichnen von Signalkurven im Oszilloskop reduzierte Daten. Dadurch werden pro Pixelspalte jeweils nur der kleinste und der größte Messwert benötigt und die Signalkurven können mit besserer Performance gezeichnet werden. Dieses Vorgehen ist vollkommen problemlos, solange für die Signale durchgehend Messwerte vorhanden sind. Gibt es jedoch Zeitbereiche, in denen keine Messwerte erfasst wurden, so stellt sich das Problem, welcher Messwert in diesem Zeitbereich gezeichnet werden soll. Bereits seit einigen Versionen erkennt MDA für diskrete Signale wie Boolesche Signale oder Enumerations, ob es eine Lücke im Zeitverlauf gibt. Ist dies der Fall, so wird der letzte gültige Messwert vor der Lücke angefordert und als Linie über den Zeitbereich der Lücke gezeichnet. Dieses Verhalten wird seit MDA-Version 8.6.4 auch bei analogen Signalen angewandt. Eine Herausforderung hierbei war, dass das Erkennen der Lücken keinen merklichen Performanceverlust haben darf. Zudem musste bei analogen Signalen berücksichtigt werden, dass bei diesen auch die Möglichkeit besteht, zwischen zwei Messpunkten eine direkte Verbindungslinie zu zeichnen. Ob jedoch eine direkte oder eine konstante Verbindungslinie sinnvoller ist, ist Ihre Entscheidung.
Abschließend hier noch der Blick auf die vollständige Liste aller Neuerungen der MDA-Version 8.6.4. Einzelheiten können Sie dem What's New-Foliensatz entnehmen. Diesen sowie weiteres Informationsmaterial finden Sie im MDA 8 selbst, als auch auf der ETAS Homepage. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse am MDA 8.